Nachdem ich im Iran auf die Fähre gestiegen bin, bin ich in Dubai angekommen und habe mich in einer komplett anderen Welt wiedergefunden. Dubai ist eindeutig die Stadt der Superlative, aber weil man als Langzeitreisender ja auch immer auf der Suche nach Abwechslung ist, hat mir dieser Kontrast zum Iran sehr, sehr gut gefallen. Als ich in Tiflis im Hostel war, habe ich Adam kennengelernt, der seit 8 Jahren in Dubai arbeitet und mich herzlich bei sich aufgenommen hat. Er hat sich immer nach der Arbeit Zeit für mich genommen und wir sind unter anderem nach Abu Dhabi gefahren, wo wir die große Moschee besucht haben. This is good. Wir sind dann anschließend auch noch zum großen Fischmarkt gefahren und haben uns direkt mit Meeresfrüchten eingedeckt, die wir uns vor Ort noch haben zubereiten lassen. Es waren bestimmt die leckersten Meeresfrüchte, die ich in meinem Leben je gegessen habe. Nach 3 Tagen in der großen Stadt war es dann aber auch wieder gut und ich habe mich wieder auf die Straße begeben. Aber zum ersten Mal auf meiner Tour war ich nicht alleine mit dem Fahrrad unterwegs, sondern ich hatte ab jetzt einen Weggefährten. Dali aus Tschechien ist mit mir zusammen in den Oman geradelt. Welcome to the Sultanate of Oman. Lord, don't leave me all by myself. Lord, don't leave me all by myself. Lord, don't leave me all by myself. Dali, could you probably explain real quick what just happened? Well, we were just in our tents, and then I can see, hello guys, hello, hello. So I get out, and there are 2 Omanian bringing us lots of food like Coke, bread, chicken, vegetables, shitloads of bread, bit more of water, like fucking hell. And they just left the food here, and they just went back, went home. Amazing. No staring into your mouth when you are eating, nothing like that. It's crazy, It's just crazy. like awesome. Best day ever. An diesem traumhaften Strand haben wir uns erstmal für ein paar Tage zur Ruhe gesetzt. Ein typischer Tagesablauf sah ungefähr so aus, dass ich erstmal zu Sonnenaufgang das Zelt aufgemacht habe, ein bisschen blöd geschaut habe. Danach ging es raus ins Wasser, erstmal eine Runde schwimmen
Anschließend habe ich den Dali aus dem Zelt geholt und wir haben gemeinsam gefrühstückt. Und dann sind wir unseren Nachmittagsbeschäftigungen nachgegangen. Leider hat der Oman, wie alle anderen Länder, die ich bislang besucht habe, auch ein Müllproblem. Dementsprechend haben wir uns 2 Tage so ein bisschen der Aufgabe gewidmet, den Strand von Müll zu befreien. Zwar nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es hat trotzdem ein bisschen geholfen. Und ja, ich hatte sogar die Chance, mit ein paar Omanis am Strand Fußball zu spielen. Nach 3 Tagen am Strand haben wir dann wieder unsere Zelte abgebrochen und sind weiter an der Küste entlang gefahren. Wir hatten nämlich das Ziel, Manu und Magda zu treffen. 2 Radreisende aus Deutschland, die bei einem Warm Showers Gastgeber waren, und von dort aus sind wir dann zu 4 weitergefahren. Lord, don't leave me all by myself. Direkt am nächsten Tag haben wir dann Emily und Mia getroffen und ja, plötzlich waren wir zu 6 unterwegs. Wir sind dann einen halben Tag so zusammengefahren und dann haben wir uns aufgeteilt. Ich bin mit Manu und Magda weitergefahren zu einem weiteren Gastgeber in Soha und Emily, Mia und Dali sind ins Landesinnere gefahren. Die Strecke an der Küste entlang hat mir extrem gut gefallen, und als wir am Abend bei unseren Hosts auf einer Farm angekommen sind, ja, waren wir total baff, weil Niki und Sean komplett eingedeckt waren mit dem vollen Programm an Lebkuchen und Rotwein, und jeder hatte ein eigenes Zimmer. Und am nächsten Tag haben wir sogar von Sean noch eine großartige Führung über die Gemüseplantage bekommen. Weil wir einen ganzen Tag dort verweilt sind, haben sie uns angeboten, am nächsten Tag mit einem Pickup in die Stadt nach Muscat zu fahren, was mir sehr, sehr gelegen kam, denn ich habe mich für einen Halbmarathon angemeldet, der am Tag darauf stattfinden sollte. Hallo. Es ist noch mitten in der Nacht. Alles noch finster, gell, wenn ihr das Licht weglasst. So, ich habe mein Fahrrad schon gepackt. Wo steht's? Da steht's. Weil es jetzt nämlich an die Startlinie vom Halbmarathon geht. Der fängt schon sehr früh an, um 6:30 Uhr, weil es hier ja auch recht warm wird tagsüber. Und ich habe jetzt nur 2 Kilometer zu fahren und bin mal gespannt, wie das da aussieht, weil gestern war noch nichts aufgebaut. Hoffentlich haben sie Dixies oder irgendwelche anderen Toiletten. Ja, und hoffentlich hat auch mit der Registrierung alles geklappt und ich kann meine Startnummer abholen, und dann schauen wir mal, ob das ein gutes Rennen wird. So, die Sonne geht auf. Wunderschön da hinten, schau mal. Startnummer habe ich geholt, Nummer 307. Mal gucken. So schön hier! Oh, thank you. We made this course. So, bin gerade ins Ziel gekommen. Es war mit Sicherheit eins der härtesten Rennen, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Ironmans inbegriffen. Ey, so viele Hügel und die Hitze, das ist total krass. Ich sitze hier mit ein paar Jungs. Unfassbar. Naja, jetzt erstmal Cold Beverage. Ja, der Halbmarathon hat wirklich ganz schön reingehauen. Ich hatte dann am nächsten Tag auch den übelsten Muskelkater. Ich habe mich dann am Morgen in meinem wunderbaren Park geduscht unter dem Rasensprenger. Leider habe ich dabei diese wunderschöne Badehose hängen lassen. Und weil meine Beine überhaupt nichts hergegeben haben und an weites Radfahren nicht zu denken war, habe ich diesen Tag genutzt, um ein bisschen Kultur zu machen. So high.
Am Tag drauf habe ich dann beschlossen, ganz langsam aus Muscat rauszufahren, ganz entspannt, wenig Strecke zu machen und bin dann mal so losgerollt. Doch dann kam alles ein wenig anders, weil Dani mich kontaktiert hat und gesagt hat, okay, wir haben hier ein Warm Showers gefunden, direkt in der Nähe von Nizwa, wo ich ohnehin hin wollte, und er hätte noch einen Platz für mich am Abend frei, und so habe ich mir dann einen Ruck gegeben und bin doch die ganze Strecke von 150 Kilometer gefahren, obwohl das bedeutet hat, dass ich erst im Dunkeln angekommen bin. Dafür war ich ab dann wieder mit meinen 3 Freunden unterwegs und wir sind dann auch relativ entspannt weitergefahren und haben sehr viel Sightseeing gemacht. Trouble so hard, don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Trouble so hard, ooh Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Wir sind hier, 2, 4, 6, 7. Naja, wir sind eine große Gruppe und wir sind jetzt heute ein paar Berge gefahren, um zum absoluten Traumplatz zu kommen. So sieht das hier aus. Da kannst du baden und sogar springen und schöne nackte Deutsche beobachten. Wahnsinn! Wahnsinn! Mit Tobi und Luis haben wir noch 2 weitere deutsche Radreisende in meinem Alter in der Gruppe gehabt und die beiden haben den sportlichen Schnitt unserer Gruppe ordentlich angehoben und sind richtige Maschinen auf dem Fahrrad. Wow. Und wir sind dann zusammen im Dreierverbund 2 Tage über die Autobahn geknallt, um schnellstmöglich an den Zielstrand für Weihnachten zu kommen. Tschu-tschu! You don't
feels good, looks good, sounds good, looks good, feels good too, feels good too. Wenn man so auf die Tube drückt, hat man natürlich ordentlich Kohldampf und wir haben es uns dann nochmal richtig gegönnt, ehe wir an unserem Zielort angekommen sind, wo wir jetzt auf die anderen warten werden und ja, die nächsten 3 Tage erstmal richtig schön Weihnachten feiern werden.